Ja, Oliver, herzlichen Glückwunsch zum ersten Netflix-Originalfilm, muss man ja sagen. Erzähl mal du als Vorreiter jetzt, was war der Unterschied, mit Netflix zu arbeiten, als zum Beispiel fürs Kino oder fürs Fernsehen? Also der größte Unterschied war die Finanzierung, würde ich sagen. Also tatsächlich war Easy und Ossi als klassischer deutscher Kinofilm geplant. Normalerweise in Deutschland hast du verschiedene Stationen, die du gehen musst, um einen Film zu finanzieren. Also du brauchst in der Regel einen Fernsehsender, der dabei ist. Du brauchst viele Filmförderungen, du brauchst einen Verleih. Auf jeden Fall viele verschiedene Töpfe, um einen Film finanziert zu bekommen. Und bei Netflix war es so, ich habe schon länger Kontakt gehabt mit Netflix, weil die eine Serie mit mir machen wollten und ich hatte halt dieses Drehbuch von Easy und Ossi schon und habe dann irgendwann gefragt, wollen wir nicht vielleicht einen Film machen, habt ihr Interesse daran? Und es ging dann sehr schnell. Ich habe am Freitag das Drehbuch geschickt, am Montag haben sie angerufen und wollten es machen, eine Woche später war es komplett finanziert. Das ist halt, glaube ich, der größte Unterschied, so, Ja. dass es sehr schnell geht. Ich glaube, jetzt so nach 2 Staffeln Bad Banks hätte bei dir jetzt man nicht unbedingt damit gerechnet, dass du mit einer Romantic Comedy um die Ecke kommst. Ja. Wie bist du so zu der Geschichte gekommen von Easy und Ossi? Ja, tatsächlich, also ich bin totaler Komödien-Fan. Also ich weiß gar nicht, warum ich so in dieser düsteren Ecke gelandet bin mit 2 Staffeln Bad Banks. Die 4. noch mal gemacht, war ein Psychothriller. War auch so, aber ich liebe Komödien. Es hat halt eine Weile gedauert, also es muss ja auch irgendwie der richtige Stoff sein. Und bei Easy und Ossi war es, wie ich drauf gekommen bin, war tatsächlich die beiden Städte Mannheim und Heidelberg. Ich wollte schon immer in Mannheim drehen, weil ich viel in Baden-Württemberg gedreht habe. Ich wollte immer in Mannheim, weil ich dachte, das ist die coolste Stadt von Baden-Württemberg. Ich mag die einfach total. Und dann über die Recherche von Bad Banks tatsächlich, als ich mich viel mit Reichtum in Deutschland beschäftigt habe, bin ich auf Heidelberg gekommen und dann realisiert, diese beiden Städte sind Nachbarstädte und sind so extrem unterschiedlich. Und ich mag Culture Clash, ich mag so diese unterschiedlichen Milieus, weil ich selber so ein bisschen in 2 verschiedenen Milieus aufgewachsen bin. Und so bin ich eigentlich über die Städte an diese Geschichte gekommen. Also über deine Liebe zu Mannheim. Jetzt aber nochmal nachgefragt, was ist denn das Besondere an Mannheim? Naja, das ist einfach, wenn du viel in Baden-Württemberg drehst und viel in Stuttgart gedreht hast und immer so ein bisschen eigentlich nach Mannheim gehen willst, weil es finde ich eine sehr moderne, sehr schillernde, sehr stolze, sehr migrantische, also ein bisschen mehr so die Arbeitervorstadt. Das ist einfach so ein bisschen mehr mein Ding. Also das ist irgendwie so ein bisschen, wo ich mich sehr wohl und zu Hause fühle. Aber bei Easy und Ossi war es auch nicht nur dieses Culture Clash-Ding, sondern dass ich gemerkt habe, früh beim Entwickeln der Geschichte, das ist ähnlich übrigens wie bei Bad Banks. Bei Bad Banks war auch am Anfang die Frage, hey, es geht um Banker, es geht um Geld. Und dann relativ schnell, wenn man sich so ein bisschen reinfühlt in die Geschichte, merkt man, es geht nicht um Geld. Ähnlich war es bei Easy und Ossi. Das ist erstmal offensichtlich. Man denkt, es geht um Geld, aber natürlich geht es um mehr. Und das war bei Easy und Ossi, als ich gemerkt habe, dass es um Chancengleichheit geht, dass es um Perspektiven geht. Also, dass du 2 junge Menschen hast, die eigentlich was ganz anderes wollen als das, was ihnen ihre Herkunft so ein bisschen vorschreibt. Das reiche Mädchen, was eigentlich so einen ganz normalen Beruf haben will, was alles total, ne, also, aber die Eltern wollen das natürlich nicht. Sie möchten, dass die irgendwas ganz, ganz Tolles, Großes und natürlich in die Fußstapfen der Eltern tritt, obwohl sie eigentlich was Normales will. Auf der anderen Seite hast du den Jungen aus Mannheim, der total unterfordert ist in der Schule und eigentlich, also als ich realisiert habe, dass die Figuren eigentlich Bruder und Schwester sein könnten, dass die sich in der Mitte treffen, so in der gesunden Mitte, aber in ihren Milieus nicht das machen können, was sie eigentlich machen wollen, das war so ein bisschen der Startpunkt. Und um die Milieus zu beschreiben, bedienst du dich ja ganz bewusst auch an Klischees. Also so Kritikersprech könnte jetzt sein, boah, das ist aber ganz schön klischeebeladen. Ja. Warum sagst du aber, nee, das habe ich ganz bewusst so gemacht? Naja, das ist immer dasselbe. Du willst am Anfang, wenn du eine Geschichte anfängst zu entwickeln, alle Klischees vermeiden. Und dann triffst du natürlich auf all die Klischees, die es gibt. Also es gibt ja auch immer einen Grund, einen Hintergrund für Klischees. Das war bei Bad Banks genauso. Man versucht es zu vermeiden und dann trifft man die ganzen Klischees und überlegt, wie man damit umgeht. Und ich finde, also mein Versuch ist es, meine Hoffnung ist es immer quasi Klischees neu zu erfinden, weil
ich mache mal ein Beispiel, also im Casting zum Beispiel versuche ich immer gegen das Klischee zu besetzen. Also ich mache es auch wirklich, dass ich für männliche Figuren zum Beispiel Schauspielerinnen einlade. Es gibt den besten Freund von Ozzy, der Ginny, da hatten wir auch eine Frau da, weil ich kenne es selber aus meinem Leben, ich habe auch öfters mal eine Frau gehabt als besten Kumpel. So, also ich versuche immer gegen den Strich auch zu besetzen, aber am Ende entscheidet, wer es am besten macht, wer die Rolle am besten spielt. Und ich weiß nicht, wie das ist mit den Klischees. Also ganz ehrlich, es ist auch manchmal, merkt man das beim Schreiben nicht. Es fühlt sich für einen selber oft nicht nach einem Klischee an. Man entwickelt was, man hat eine Idee. Und erst wenn man das Drehbuch jemand zu lesen gibt, sagt jemand, nein, das ist ja schon so ein bisschen Klischee, wie gehen wir damit um? Also ich glaube, es gibt einen Grund, warum seit über 2.000, 3.000 Jahren immer wieder ähnliche Geschichten erzählt werden. Es gibt einfach bestimmte universelle Erzählmuster, die es gibt. Wahrscheinlich musste man auch im Mittelalter schon versuchen, irgendwie mit Klischees umzugehen. Keine Ahnung. Aber ich versuche es zumindest ein bisschen neu zu erfinden. 3. Staffel Bad Banks, wie sieht's aus? Ja, weiß ich noch nicht. Also ich finde es total toll. Also im Moment kriegen wir so viele Reaktionen einfach und es gibt richtige 2. Staffel-Fans jetzt. Also das merkt man so ein bisschen. Es gibt die Leute, die lieben die 1. Staffel so, die finden jetzt die 2. nicht mehr ganz so toll. Aber auf der anderen Seite gibt es genauso viele, die sagen, die 2. Staffel ist noch toller. Jetzt schreien alle nach einer 3. Staffel. Aber erstmal gucken, wie es läuft. Es kam ja noch nicht die offizielle Ausstrahlung so. Und dann, wir haben uns alle vorgenommen, gesagt, wir machen eine 3. Staffel dann, wenn die Fans wirklich eine 3. Staffel wollen, aber wenn wir auch nochmal eine neue Idee haben. Also ich fand es toll bei der 2. Staffel, dass wir so ein bisschen ein neues Feld auch nochmal beleuchtet haben, nochmal einen anderen Teil der Branche und sowas. Sowas muss mir nochmal einfallen, dass ich wirklich merke, jetzt, ich muss eine 3. Staffel. Dann streng dich an, weil ich glaube, die Fans gibt es, die das wollen. Ja, vielen Dank dir. Danke.